Ich weiss nicht, wie es dir geht. Alles dreht sich nur noch um ein Coronavirus. Damit verbunden sind schlechte Infos aus der ganzen Welt. Manchmal kann ich das fast nicht mehr hören. Im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, im Internet. Überall wird über den Coronavirus berichtet. Corona, Corona, Corona. Und damit verbunden Bad News, schlechte Nachrichten. Es will sich eine dunkle Decke über unsere Welt legen und auch über unser Leben. Es passiert etwas, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir stehen alle mitten in einer Krise. Die Bibel berichtet uns von zwei Männern, die auch in einer Krise gelandet sind. Der Paulus und der Silas sind ins Gefängnis gekommen, weil sie für eine Frau gebetet haben, die einen Wahrsagergeist hatte. Die Frau wird von diesem Geist befreit. Das gefällt den Herren, den Chefs von dieser Frau überhaupt nicht. Weil sie dadurch ihre Arbeit nicht mehr machen können und die beiden, die Herren, kein Geld mehr verdient haben. Aus diesem Grund wird der Paulus und der Silas geschlagen und sie kommen ins Gefängnis. Ihre Füße werden sogar in einen Stock hier geschlossen. Das ist ein schweres Holzgestell, in das die Füße in einer schmerzhaften Stellung eingespannt wird. Der grosse Völkerpostler Paulus und Silas sind also voll in einer Krise gelandet. Wie haben sie auf die Situation reagiert? Dazu lesen wir jetzt Apostelgeschichte 16, Verse 25 bis 31. Um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln allen wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet hat, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Was für eine unglaubliche Geschichte! Der Paulus und der Silas sind im Gefängnis und die fangen sie an zu beten, zu singen und Gott zu ehren. Der Lobpreis, sie lobpreisen Gott in ihrer Situation. Sie haben ihre Dankbarkeit nicht verloren. Unglaublich. Ich glaube, sie hätten viel Gründe gehabt, zu jammern oder auszuflippen. Wir beten für eine Frau und sie wird gesund. Dafür bekommen wir Schläge und landen im Gefängnis. Warum, Gott, lässt du das nur zu? Vielleicht hast du ganz gleiche Fragen an Gott heute Morgen. Warum lässt du Gott das zu mit dem Coronavirus? Warum lässt du zu, dass meine Unternehmung, mein Arbeitgeber dadurch kaputt geht? Krisen, Fragen über Fragen. Aber die Geschichte zeigt uns, dass Gebet, Lobpreis, Dankbarkeit
eine unglaubliche Kraft hat. Sie hat Kraft, ein Erdbeben auszulösen, Gefängnismauern zum Einstürzen zu bringen und Ketten zu sprengen. Das ist die Kraft, die freigesetzt wird, wenn Menschen Lobpreisen und beten. Da kann man nur staunen. Und Gott braucht die Situation sogar, dass ein Mensch Gott erkennt und zum Glauben kommt. Der Kerkermeister, der Gefängnisdirektor bemerkt, was hier passiert, das ist übernatürlich. Alle Gefangenen werden befreit und sie laufen nicht einmal weg. Was die Männer haben, die Gott lobpreisen, das muss ich auch haben. Der Mann kommt zum Glauben an Jesus Christus. Wenn zwei Männer in ihrer Krise Gott die Ehre geben. Was für ein grossartiges Zeugnis. Wir sehen, biblischer Lobpreis und Dankbarkeit haben grosse Kraft. Was ist Lobpreis und Dankbarkeit gegenüber Gott? Lobpreis ist Gott Ehren mit Wort, Lieder oder Taten. Ein anderes Wort dafür ist auch Anbetung. Gott verherrlichen mit unseren Stimmen und Herzen. Dankbarkeit ist zu anerkennen, was Gott alles für uns da hat. Wie können wir im Lobpreis und in Dankbarkeit wachsen? Etwas von dieser Kraft, wie es der Paulus und der Silas erlebt haben, auch in unserem Leben zu erleben. Dazu schauen wir 3 biblische Gedanken an, wie wir wachsen können in Lobpreis und Dankbarkeit. Wir können wachsen in Lobpreis und Dankbarkeit, wenn wir erkennen, dass wir dafür geboren sind. Das erste und das wichtigste Gebot in der Bibel steht in Matthäus 22, 37 bis 38. Und Jesus sprach zu ihnen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Gott zu lieben, zu verehren, zu arbeiten, ist das erste und das wichtigste Gebot. Wir wurden von unserem Schöpfer dazu designt. Wir sind von unserem Schöpfer dazu erschaffen worden. Wir Menschen können gar nicht anders, als etwas anzubeten, weil wir Anbeter sind. Wir beten immer etwas an. Das Auto, ein wunderschönes, unsere Wohnung, unsere Karriere, vielleicht sogar unser Partner, uns selber, vielleicht auch das Geld. Heute gibt es immer mehr Leute, die die Natur anbeten. Oder irgendeine Ideologie oder Weltanschauung. Sogar die Nichtgläubigen bekennen sich damit zu einer Ideologie und verehren sie zum Teil vehement. Der Mensch wird immer etwas anbeten, weil er ein Anbeter ist. Ich möchte das mit dem Plüschhas heute Morgen illustrieren. Der Hase da ist ein Hase und er bleibt ein Hase. Weil es ein Hase ist. Ich kann noch so lange zu einem Hund erziehen, er wird gleich ein Hase bleiben und wie ein Hase umeinander gucken und das essen, was ein Hase gerne hat. Ich kann ihm auch die ganze Zeit sagen, du bist ein Tiger oder ein Löwe. Du bist ein Tiger und ein Löwe und du bist stark, aber er will gleich ein Hase bleiben, weil es ein Hase ist. Er wird dann nie ein Giraffe und er wird dann nie ein Bär. Ganz gleich ist es mit uns Menschen. Wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten, um Gott zu ehren. Und wir werden immer Anbeter bleiben und immer
Menschen sein, die ihr Herz an etwas herhängen. Wenn wir das erkennen, wird das unser Leben verändern. Wir werden wachsen in Lobpreis und in Dankbarkeit. Paulus und Silas haben das erkannt. Darum haben sie in der Krise in ihrer Bestimmung gelebt und haben Gott angebetet. Ich glaube, da legt der Heilige Geist heute Morgen einen Schwerpunkt. Erkenn deine Bestimmung als Anbeter Gottes. Wachs im Lobpreis und in Dankbarkeit. Wir können wachsen im Lobpreis und in Dankbarkeit, wenn wir erkennen, dass es nicht auf unsere Umstände drauf ankommt. Paulus und Silas haben trotz ihrer misslichen Lage Gott gegeben. Ich glaube, das ist etwas, was uns schwerfällt. Gott zu loben, wenn es gar nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Wenn wir in einer Krise sind und alle unsere Pläne nicht aufgehen. Der Coronavirus hat schon einige Vorstellungen und Pläne zerstört. Auch ich persönlich bin davon betroffen. Wir alle sind davon betroffen. In unserer Geschichte braucht Gott die schwierige Situation von Paulus und Silas dafür, dass der Kerkermeister, der Gefängnisdirektor und seine ganze Familie zum Glauben kommt. Was für ein toller Grund, Gott auch in schlechten Situationen zu ehren, weil er die Situation in Segen verändern kann. Eine ganze Familie kommt zum Glauben an Jesus. Meine Frau hat im letzten August eine Operation gehabt, die nicht gelungen ist. Das hat viel Leid ausgelöst in unserer Familie. Und die Operation muss bis heute noch nachgeholt werden. Trotzdem ehren wir als Familie Gott weiter. Ein Resultat von dieser schwierigen Situation ist, dass viele Menschen aus unserer Kirchengemeinde Daniela in ihrer Situation unterstützt haben. Dadurch ist Nähe und Freundschaft entstanden. Gott hat auch diesen Umstand für Segen gebraucht. Dadurch ist noch lange nicht alles gelöst bei uns. Gott, egal in welcher Situation und Umständen du bist. Er wird Krisen in Segen verwandeln. Du wirst wachsen im Lobpreis und in Dankbarkeit, wenn du Gott gerade in den Herausforderungen ehrst. Und drittens, wir können wachsen in Lobpreis und Dankbarkeit, wenn wir erkennen, dass es grosse Auswirkungen hat auf unser Leben. Im Psalm 50, 23 steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer lobpreist und dankt, bahnt den Weg. Mit anderen Worten, es hat positive Auswirkungen, wenn man Gott ehrt. Es hat positive Auswirkungen in uns und um uns. Es hat positive Auswirkungen in uns. Wir werden innerlich aufgebaut. Wir nahen uns im Lobpreis Gott. Und Gott naht sich uns. Wenn wir ihn ehren und preisen, kommen wir in die konzentrierte Gegenwart Gottes. An den Ort, wo Gott uns dient. Wo er in unser Leben hat. Wo er uns berührt und heilt. Anbetung hat in uns grosse Auswirkungen. Und Lobpreis und Dankbarkeit hat auch um uns grosse Auswirkungen. Wir haben es gelesen. Wie Gefängnistüren aufgehen. Wie alle von ihren Fesseln befreit werden.
und der Gefängnisdirektor zum Glauben kommt. Wenn wir einen Lebensstil von der Anbetung leben, werden Menschen um uns berührt und verändert werden. Werden sich Situationen in unserem Leben verändern. Erkenne, welche grosse Auswirkung Lobpreis und Anbetung hat auf dein Leben. Wachs in Lobpreis und Anbetung. Ich möchte noch beten. Vater, du kennst unsere Krise. Du weißt auch über die Pandemie, in der wir jetzt stehen, Bescheid. Trotzdem wollen wir dich ehren heute Morgen. Weil du Herr bist auch über die Pandemie, weil du Herr bist auch über unsere Krise. Du hast uns geschaffen als Anbeter. Und ich danke dir, dass wir dich ehren dürfen, egal in welchen Umständen wir sind. Und ich danke dir, dass es grosse Auswirkungen hat, wenn wir dich loben und ehren und dir Dank opfern. Danke, dass es grosse Auswirkungen hat in unserem Leben. Dass es unser Leben innerlich verändert. Und dass es unser Umfeld um uns herum verändern tut, wenn wir dich ehren und preisen. So bete ich gerade für unsere nächste Woche, dass wir am Montag und Dienstag dürfen Anbeter sein. Menschen, die dich ehren und preisen. Und wie wir dürfen sehen, wie sich unser Umfeld, unsere Umgebung verändern tut, weil du mit uns bist. So bete ich jetzt um deinen Segen für jedes von uns, für jedes, der heute Morgen zugeschaut hat. Amen.